Okay, so see if you have any things you want to say about the stuff so far or any questions. Wollen wir mal sehen, ob ihr vielleicht irgendwas über das, was besprochen wurde, bis jetzt sagen wollt oder Fragen habt. Form and emptiness are not different. Emptiness is form, form is emptiness. If that is the case, why then this crack? How does it come that there was once a crack? This crack. Yeah. Okay, so that's what we touched on a little bit this morning. Do you want to put the question in German? Ja, seine Frage war, wenn es so ist, wie im Herzsutra beschrieben, dass Form und Leerheit nicht verschieden sind, dass Leerheit Form ist und Form Leerheit ist, woher kommt dann dieser Spalt, von dem heute Morgen die Rede war? So, one outer example would be if you're learning to ride a bicycle. Ein äußeres Beispiel, wenn man lernt, Fahrrad zu fahren. You've got a dynamic balance between left and right and you're wobbling a bit. Dann gibt es da ein dynamisches Gleichgewicht zwischen links und rechts und man wackelt also dahin. And if you start to go off on one side, Und wenn man anfängt, in die eine Richtung zu neigen, once you think I'm falling, you will fall. wenn man anfängt zu denken, ich falle, dann wird man fallen. You have to stay relaxed so that the body can rebalance itself. Man muss entspannt bleiben, sodass der Körper in der Lage ist, sich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. When thought adds on to thought, it makes a kind of impact which carries a kind of density with it. And that's what creates the tear. Wenn also ein Gedanke sich auf den anderen schichtet, dann erzeugt das eine Wucht, die gewissermaßen auch verdichtet, und das ist das, was dann eben diese Spannung, diesen Riss erzeugt. In fact, there is no real tear. In Wirklichkeit gibt es da keinen wirklichen Riss. So it's like being out with a small child and they start to get pissed off about something and then suddenly they're having a temper tantrum. Das ist wie mit einem kleinen Kind, wenn man draußen ist und sie sind über irgendwas verärgert und plötzlich kriegen sie einen Jähzornanfall. And you don't know what to do. Und dann weiß man nicht, was man tun soll. Should you kind of hold them and try to help them calm down? Soll man sie halten und sie versuchen zu beruhigen? But they start screaming. Dann fangen sie an zu schreien. You can't leave them alone because you're responsible. Man kann sie aber auch nicht allein lassen, denn man ist ja verantwortlich. But actually, you are a safe person for them. Aber in Wirklichkeit sind wir die sichere Person für sie. So their feeling that they don't want to be there or they're unhappy is a very small feeling at first. So dass ihr Gefühl, dass sie nicht da sein wollen oder dass sie sich sehr unglücklich fühlen, ist am Anfang ein sehr kleines Gefühl. You're a reasonable kind of person. Und du bist eine vernünftige Art von Person. You take them home or let them rest or buy them an ice cream. Nimmt man sie mit nach Hause oder lässt sie sich ausruhen oder kauft ihnen ein Eis. But some accelerator takes place in the child and they whip up a storm inside themselves. Aber irgendeine Art Beschleuniger ist in Gang gesetzt worden in dem Kind und sie sozusagen schäumen einen richtigen Sturm auf. And then it's as if you're their enemy. Und dann ist es so, als wärst du der Feind. But of course at the end of it they have to kind of take your hand and go home. Aber am Ende davon müssen sie trotzdem unsere Hand nehmen und nach Hause gehen. So I think it's very much like that one thought gets a bit wobbled and it attracts another, and you get a bit like in the old days in the railway yards you had loose shunting, where the carriages were not coupled together, but one would bang and then bang, pam, 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 pam. Das ist in der Tat hier auch so, dass ein Gedanke sozusagen eine gewisse Bewegung anfängt und dann sich der nächste daran koppelt und dann eben eine große Bewegung entsteht, wie früher in den Eisenbahndepots, wo praktisch ein Waggon gegen den anderen stieß und den anschob und der nächste kam und schob das Ganze noch mehr an. So what the text speaks of is how. That is to say, they describe suddenly this happened. Und der Text sagt einfach nur, wie das geschieht. Also es beschreibt, wie das etwas geschieht. And when I would ask Sialama why, Und wenn ich zum Beispiel Lama fragen würde, warum,
You would say, well, when you meet the Buddha, ask him. I don't know. Dann würde er zur Antwort geben, okay, wenn du den Buddha triffst, dann frag ihn, ich weiß es nicht. Because of course, why is a difficult question, because why will lead you all over the place. Denn warum ist immer eine schwierige Frage und wird uns sozusagen durch den Hinterhof jagen. So that's why we want to attend to the how of our own mind. Deswegen wollen wir lieber dem Wie unseres eigenen Geistes Beachtung schenken. How do I get distracted? Wie werde ich abgelenkt? How do I get caught up in something? Wie verfange ich mich in etwas? What is distraction? How is that manifesting for me? Wie ist Ablenkung? Wie manifestiert sie sich für mich? Because if you ask, why do I always get distracted? Denn wenn du fragst, warum werde ich immer abgelenkt? It tends to evoke some kind of simple, locked answer. Dann tendiert das dazu, gewisse einfache und verschlossene Antworten zu evozieren. Because I'm lazy, because of bad karma from previous lives. Vielleicht werden wir sagen, weil ich faul bin oder weil ich ein schlechtes Karma frühere Leben habe. And this doesn't really illuminate anything. Das beleuchtet so ziemlich gar nichts. But if you ask, how does it happen? Wenn du dich aber fragst, wie passiert es? Well, that's an encouragement to pay more attention to the actuality of your own existence. Dann ist das eine Ermutigung, mehr Beachtung der Tatsächlichkeit unserer eigenen Existenz zu zollen. Okay, any other Andere things you want Fragen? to raise? Very peaceful minds in this room. Ich habe noch eine Frage wegen Begrifflichkeit, und zwar der Grund des Geistes, war ja besprochen, und dann war der Spiegel als ein Bild. Sind die identisch in einer gewissen Weise? So, concerning terms, we were talking on one side about the ground, the basis of the mind, and then about the mirror. Yeah. Are they same or? Yeah, as the reflection is to the mirror, so the display or the manifestation is to the mind. Das, was die Spiegelung zu dem Spiegel oder für den Spiegel ist, ist die Schau des Erstehens zu der Basis des Geistes. So, Es steht im selben Verhältnis sozusagen. so when we look around the room and you can look out the window, see the sky and the trees and so on, all of this is what we experience. Wenn wir also hier im Raum umherschauen, wenn wir aus dem Fenster schauen, den Himmel sehen, die Bäume sehen, all diese Dinge sind das, was wir erfahren. We can look at the tip of our finger and the world becomes quite small. Wir können die Spitze unseres Fingers angucken und dann wird die Welt ziemlich klein. And then we just relax and we look out the window and this huge vista, hundreds of kilometers, opens up. Und wir können uns entspannen und unseren Blick hinausschweifen lassen und dann öffnet sich diese riesige Landschaft von Hunderten von Kilometern. So that would indicate that our mind is not a pot. Das wird darauf hinweisen, dass unser Geist kein Gefäß ist. The ego is like a pot, Es ist eher das Ego, das wie ein Gefäß ist. that we get overwhelmed, we get tired, we get stressed. Wir werden überwältigt, wir werden müde, wir sind gestresst. But when you walk outside and you see this huge valley with all the detail, it's there in an instant. Aber wenn wir hinausgehen und dieses riesige Tal mit all seinen Details sehen, dann sind sie alle in einem einzigen Augenblick da. So there the mind is like the mirror showing this field of experience. Der Geist ist also wie der Spiegel, der dieses Feld der Erfahrung zeigt. Now, this is hidden from us as long as I think I am looking at trees. Das ist für uns verborgen, solange wir denken, dass ich schaue Bäume an. Because this is an interpretation through the prism of duality. Denn das ist bereits eine Interpretation, die sozusagen aus der Gefängnisbrille der Dualität erfolgt. Then, oh, there are so many trees and it's a very big forest. I wouldn't like to be out there at night. I would get frightened. Dann können wir denken, oh, das ist so viele Bäume da und das ist ein Riesenwald und eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da nachts unterwegs sein möchte. Ich würde Angst kriegen. Because as an ego,
entity, as a thing, I'm very small. Denn als eine Ego-Entität, als ein Ding, sind wir sehr klein. If I'm just living in my body, as my body, and this is the extent of my existence, Wenn ich in meinem Körper als mein Körper lebe und das ist sozusagen der Umfang meiner Existenz, I'm very vulnerable. dann bin ich sehr verletzlich. I see things because I have these water bubbles in the front of my head. Ich sehe Dinge, weil ich diese Wasserblasen vorne im Kopf habe. With one little pencil, you can take them out. Mit einem Federstrich eines Füllhalters kann man sie rausnehmen. The body is full of changing processes which can lead to all sorts of unpleasant diseases. Und der Körper ist voller Veränderung von Prozessen, die durchaus auch zu unerfreulichen Erkrankungen führen können. So in terms of being a thing, in a world of things, anxiety and fear hover around us necessarily. Also im Sinne von ein Ding in einer Welt von Dingen zu sein, schwebt um uns Angst und Furcht eigentlich auf natürliche Weise. This body, though, is revealed to us through the spaciousness of the mind. Aber der Körper wird selbst für uns enthüllt durch die Raumhaftigkeit unseres Geistes. So there we have a question, well, is the mind inside the body or outside the body? Und dann könnte eine Frage entstehen, ist jetzt nun der Geist im Körper oder außerhalb des Körpers? There are many ideas about this. Dazu gibt es viele Ideen. Some people will say, well, the mind is identical with the brain, Manche Leute werden behaupten, der Geist ist identisch mit dem Gehirn. and therefore the mind is located inside the body, Und daher ist der Geist innerhalb des Körpers lokalisiert. in the head. Im Kopf. In traditional Indian thought and in Tibetan thought, the mind is often seen as being in the heart. Im traditionellen indischen und auch tibetischen Denken wird der Geist als im Herzen sitzend betrachtet. Not in the physical heart, but in the heart chakra. Aber natürlich nicht im physischen Herzen, sondern im Herzchakra. These are cultural ideas. Und auch das sind kulturelle Ideen. You learn about them, you can read books about them, and you accumulate this information, and then you can act on the basis of that information. Man lernt über sie, man liest Bücher über sie und akkumuliert diese Informationen und dann kann man auf der Grundlage dieser Informationen handeln. From the point of view of Dzogchen, the key thing is to make friends with your own mind. Aber der Schlüsselpunkt vom Standpunkt des Dzogchen ist, mit dem eigenen Geist Freundschaft zu schließen. The ego has a bad marriage with the mind. Und das Ego hat eine schlechte Ehe mit dem Geist. It turns its back on the mind Das kehrt dem Geist den Rücken zu and becomes busy with all sorts of different things. und wird geschäftig mit allen anderen möglichen Dingen. But the fact is, from the very beginning, the ego and the mind have been living together. Aber die Tatsache ist, dass von allem Anfang an das Ego und der Geist zusammengelebt haben. Now, it's a very sad thing in a relationship if one person decides, okay, I'm going to continue living together because getting a new flat is too expensive, but I'm not with you. Das ist in einer Beziehung natürlich ein sehr trauriger Zustand, wenn eine Person sich entschließt zu sagen, okay, ich mache einfach weiter, weil es zu teuer ist, ein eigenes Appartement zu nehmen, aber ich bin nicht mit dir. You're not really free of the other one, Du bist nicht wirklich frei von dem anderen, so you're always having to assert your independence. sodass du immer deine Unabhängigkeit sicherstellen musst. The ego is wedded to the mind. Das Ego ist mit dem Geist verheiratet It doesn't have any life without the mind. und hat kein Leben ohne den Geist, So its claim of autonomy and independence is false. sodass seine Behauptung, unabhängig und autonom zu sein, eine falsche Behauptung ist. So, in that sense, the mind itself, or our awareness, the basic clarity, this is the luminosity of the mirror mind. In diesem Sinn ist unsere grundlegende Bewusstheit, unser Gewahrsein sozusagen, nichts anderes als diese leuchtende Bewusstheit des Geistes. And everything else is reflection. Und alles andere sind Reflexionen. So what I take to be I, me, myself is a reflection or a show, a pattern of experience. Was also ich für mich selbst halte, ist nichts anderes als eine Schau, eine Reflexion, ein Muster von Erfahrungen.
My body is not a fixed thing. Mein Körper ist kein fixiertes Ding. It changes in all sorts of ways. Er verändert sich in vielen Weisen. And I don't know, 20 minutes earlier the sun was shining in the window. Vor 20 Minuten etwa schien hier die Sonne durch das Fenster. Then I suddenly felt happy. Und dann habe ich mich plötzlich glücklich gefühlt. Then the sun stopped shining through the window. Und dann hörte es auf And I didn't feel so happy. und dann fühlte ich mich nicht so glücklich. This is my autonomous self. Das ist mein autonomes Selbst. Self-defining. Selbst definierend. Happy with the sun, sad without the sun. Glücklich mit der Sonne, traurig ohne Sonne. This is how our ego is. We are part of the world, so we are experience. And the illusion is, I am the experiencer. Das ist wie das Ego ist. Es ist ein Teil des Geistes und damit eine Erfahrung. Und die Illusion ist, ich bin der Erfahrer. I sit in the separate castle of myself and look out at the world. Ich sitze in diesem getrennten Schloss meiner selbst oder Burg meiner selbst und schaue hinaus auf die Welt. From the point of view of Dzogchen, this is a complete delusion. Vom Standpunkt des Dzogchen ist es eine vollständige Täuschung. That we're always coming into forms of experience through our interaction. Wir kommen immer in Formen von Erfahrung durch unsere Wechselwirkung. And you can't stabilize your ego. Und du kannst dein Ego nicht stabilisieren. Because its function is, it's the site of our connectivity. Denn seine Funktion ist der Platz, der Sitz unserer Konnektivität, unserer Verbindungsfähigkeit. It is a sensitivity which is impacted and reactive. Es ist eine Empfänglichkeit, eine Empfindlichkeit, die beeinflusst wird und auch reagiert. There's nothing wrong with that. Und damit ist nichts verkehrt. That is energy moving in a field of energy. Das ist Energie, die sich im Feld von Energie bewegt. But the one thing it can't be is stable and reliable and predictable. Aber eine Sache, die es sicher nicht sein kann, ist stabil, verlässlich und vorhersagbar zu sein. And this is the strange paradox. The one thing which is predictable and reliable and stable is the mind itself, which is not a thing. Und dieses seltsame Paradox ist, dass das Einzige, was stabil, vorhersagbar und verlässlich ist, ist der Geist selbst und der ist wiederum kein Ding. It's something which you can't have, Es ist etwas, was wir nicht haben können, but which already has you. das aber bereits uns hat. It's the other way around. Das ist also genau umgekehrt rum. So the question is always how to relax the ego to allow it to take its proper place. Die Frage ist also hier, wie können wir unser Ego entspannen, dass es seinen angemessenen Platz einnimmt. And our polarizing interpretive system, which says either victorious or defeated, either master or slave, doesn't help. Und unser polarisierendes Interpretationssystem, das immer in den Begriffen von siegreich oder unterlegen, von Meister oder Sklave denkt, ist dabei nicht sehr hilfreich. There is a place at the table for the ego. Das Ego hat schon seinen Platz am Tisch. And for the self. Und für das Selbst ist auch ein Platz da. And you can read Buddhist books that say no self. Wir können eine Menge buddhistische Bücher lesen, die sagen nicht selbst. What it means is no autonomous self, no self-existing self. Was es bedeutet, ist, dass es kein autonomes Selbst gibt, kein selbstexistentes Selbst. But if you couldn't remember your own name and you couldn't feed yourself, your life would be very diminished. Aber wenn wir unseren eigenen Namen nicht mehr erinnern können und uns nicht ernähren können, dann wäre unser Leben sehr, sehr reduziert. We put our spoon or our fork in the food and we lift it and we put it in our mouth. Wir nehmen unsere Gabel oder unseren Löffel in das Essen und dann tun wir das in den Mund. It's really helpful to be able to put food in your own mouth. Das ist ziemlich hilfreich, wenn man in der Lage ist, Nahrung in den eigenen Mund zu stecken. I feed myself. Ich nähere mich selbst. So having a self is something everybody has. Also ein Selbst zu haben, ist etwas, was jeder hat. It's the question of what does it mean. Es ist nur die Frage, was bedeutet es. Self is a site of interaction. Das Selbst ist ein Sitz von Wechselwirkung. It's connectivity. Es ist Konnektivität, Verbindung Not autonomy. und nicht Autonomie. That's the root delusion. That's the suddenly arising thing that happens. You think, oh, I'm me. Das ist die Wurzeltäuschung. Das ist das Ding, was plötzlich aufkommt. Oh, ich bin ich.
So it's a leaping back, I'm me, rather than, oh, I'm here. Und das ist ein Zurückspringen, oh, ich bin ich, statt nach vorne zu gehen und sagen, ich bin hier. So that's the thing that rolls on. Yeah? Ich habe noch eine Frage. Was sind so die wichtigsten Kriterien für geistige Gesundheit? Can you say what are the most important criteria for mental health? Not being born in a country where people want to beat the shit out of you. Nicht in einem Land geboren zu werden, wo die Leute aus einem die Scheiße herausprügeln wollen. I mean, there are many people living in the world in awful places that would make any of us crazy. Viele Plätze auf der Welt, wo man leben kann, wo Leute leben, würden alle von uns verrückt machen. But in terms of our fortunate position living in Western Europe at this time, the middle way. Und im Sinne von unserer glücklichen Lage in Westeuropa zu dieser Zeit hier zu leben, wäre es eher der mittlere Weg. Means not too tight, not too loose. Nicht zu angespannt, nicht zu locker. Which means, secondly, being able to tell when you're getting too tight or too loose. Und das bedeutet wiederum als zweites, dass man überhaupt in der Lage ist, festzustellen, ob man zu angespannt oder zu locker wird. Because the psychotic aspect of schizophrenia and extreme bipolar disorder Der psychotische Aspekt von Schizophrenie und extrem bipolaren Störungen is marked by a lack of insight. wird gekennzeichnet durch einen Mangel an Einsicht, an Verständnis. That is to say, there is no kind of witnessing awareness that lets us know if we're talking too much or we're being a bit crazy. Das heißt, es fehlt uns an sozusagen einem zeugenartigen Bewusstsein, das uns sagen kann, ob wir vielleicht zu viel sprechen oder vielleicht gerade dabei sind, durchzudrehen. So seeing when we're getting a little bit too withdrawn, not going out, or getting drunk and having sex with strangers and getting all over the place. Recognizing that life is getting too wild or too constrained, and then making some modification. Das heißt, das wäre die Fähigkeit zu erkennen, wann wir etwas seltsam werden, vielleicht zu sehr in uns eingeschlossen, wir verlassen das Haus gar nicht mehr, oder zu sehr wild und wir gehen überall hin und haben Sex mit Fremden und sind sozusagen zerstreut über den ganzen Platz. Also die Fähigkeit zu erkennen, wann die Dinge sozusagen in die falsche Richtung laufen und die Fähigkeit, dies wieder zu balancieren. Generally speaking, in samsara, our individual self is marked by anxiety and worry and fear. Allgemein gesprochen ist unser individuelles Selbst in Samsara immer gekennzeichnet durch Furcht, Sorge und Angst. And so we need some kind of refuge. So dass wir immer ein bisschen eine Zuflucht brauchen. You can have refuge through social identity, through status, having money, a nice house and so on. Man kann Zuflucht haben, indem man eine soziale Identität oder einen sozialen Status hat, indem man Geld hat, indem man ein schönes Haus besitzt und so weiter. You can take refuge in the form of your body and being attractive and so on. Man kann Zuflucht in dem eigenen Körper suchen, attraktiv sein und so weiter. You can take refuge in working very hard and being rewarded as a good worker. Man kann Zuflucht suchen, indem man sehr hart arbeitet und sozusagen als ein harter Arbeiter auch gewürdigt wird. Refuge in alcohol, drugs and so on. Zuflucht in Alkohol, Drogen und so weiter. There are many kind of worldly ways of trying to manage anxiety and fear. Es gibt viele weltliche Methoden bei dem Versuch, Ängste und Furcht zu managen. The problem is that all these methods of trying to rebalance ourselves are very difficult to titrate the right dose. Das Problem ist, dass alle diese Methoden, sich selbst wieder in Gleichgewicht zu bringen, sehr schwierig zu titrieren, also in die richtige Dosis zu bringen sind. So we tend to create an excess, which is another kind of imbalance, and so you have an ongoing work of rectification. Wir neigen dazu, immer zu viel des Guten zu tun, sodass wir schon wieder eine andere Art von Ungleichgewicht haben und wir sind in einem ständigen Prozess von Begradigung sozusagen begriffen.
So from the Buddhist point of view, they say, first thing you need is refuge. Vom buddhistischen Standpunkt aus würde man sagen, das Erste, was du brauchst, ist Zuflucht. Now, if you take refuge in the Buddha, Dharma and Sangha, essentially you're taking refuge in ideas. Wenn man jetzt Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha nimmt, dann nimmt man erst einmal essentiell Zuflucht zu Ideen. Reassuring ideas, there is something for me to rely on, there are people who care about me and who will help me. Das sind diese einen rückversichernden Ideen, dass es da etwas gibt, worauf man sich verlassen kann, dass es Leute gibt, die sich um mich sorgen und so weiter. I'm not alone. Ich bin nicht alleine. But this kind of refuge is like an umbrella. Aber diese Art von Zuflucht ist mehr wie ein Schirm. An umbrella will keep the rain off, Ein Schirm wird den Regen abhalten, but only if you hold it up. aber nur wenn man es aufrichtet. So you have to keep reminding yourself of refuge in Buddha, Dharma, Sangha and so on. Sodass du dich ständig an diese Zuflucht an Buddha, Dharma, Sangha auch erinnern musst. It's a practice. Es ist eine Praxis. And if you stop the practice, then the umbrella falls down. Und wenn du die Praxis aufgibst, dann fällt der Schirm runter. So for us in Dzogchen, the most important thing would be to open and relax again and again and again until we have more and more direct opening to the unborn nature of our own mind. Und für uns in Dzogchen wäre die Hauptsache, ständig wieder zu öffnen und zu entspannen, wieder und wieder, bis wir eine direkte Erfahrung des sich Öffnens gegenüber dem ungeborenen Geist erfahren. The mind is described as Vajra, indestructible. Der Geist wird auch als ein Vajra beschrieben, als unzerstörbar. This body is very destructible. Aber dieser Körper ist sehr zerstörbar. This body will definitely die Und dieser Körper wird definitiv sterben. and may have many sicknesses and even painful diseases before we die. Und bevor wir sterben, kann er viele Krankheiten und vielleicht sogar schmerzhafte Erkrankungen haben. But the mind itself doesn't die. Aber der Geist selbst stirbt nicht. At first this sounds like theory or abstract ideas, Am Anfang klingt das wie eine Theorie oder eine abstrakte Idee. but through relaxing again and again into ourselves, we can see, oh, this is the actuality of our life. Aber indem wir immer wieder in uns selbst entspannen, können wir sehen, das ist die Art und Weise, wie unser Leben tatsächlich ist. We're sitting open, Wir sitzen offen, in a sense there's nothing. und in gewisser Weise ist da nichts. Simultaneously there's everything. Und gleichzeitig ist da alles. And then there is the precision of this moment, Und dann gibt es da noch die Präzision genau dieses Augenblicks. this thought or this sense of the leaf moving or someone sitting in front of you moving their head. Dieser Gedanke, der aufkommt, oder dieses Blatt, was sich da gerade bewegt, oder vielleicht bewegt jemand vor uns seinen Kopf. So the precise embodied movement So dass, keeps moving until it stops. dass diese präzise, verkörperte Bewegung ihre Bewegung fortsetzt, bis sie aufhört, sich zu bewegen. But the key thing is it's not the totality of who we are. Der Schlüsselpunkt hier ist, dass es nicht die Totalität dessen ist, was wir sind. When we fall asleep at night, we let go. Wenn wir nachts einschlafen, dann lassen wir alles los. We have some basic confidence, I'll wake up again in the morning. Wir haben ein grundlegendes Vertrauen, dass wir am Morgen schon wieder aufwachen werden. I trust that there is a continuity to my life which is not dependent on my vigilance. Ich vertraue darauf, dass es da eine Kontinuität in meinem Leben gibt, die nicht von meiner eigenen Eifrigkeit abhängt. It's safe enough to sleep. Es ist sicher genug zu schlafen. Breathing will continue. Das Atmen wird weitergehen. And in some sense, I'll be here in the morning, although I don't know how I'll feel when I wake up. Und in gewisser Weise werde ich auch hier wieder sein am Morgen, obwohl ich natürlich nicht wissen kann, wie ich mich fühlen werde, wenn ich aufwache. So, the process of falling asleep at night is similar to the process of dying. Und der Prozess, nachts einzuschlafen, ist ähnlich wie der Prozess des Sterbens. The energy, from the sort of tantric point of view, the energy coming out of the heart chakra through the eyes and so on, relaxes back into the ground, and we fall asleep, and then it wakes up again. Vom tantrischen Standpunkt aus würde man sagen, dass die Energie des Herzchakra
die normalerweise durch die Augen hinauskommt, wird entspannt, zieht sich zurück und wir fallen in den Schlaf und am nächsten Morgen erwacht sie wieder. So, the more I think we do the practice and we have the confidence that although I have a side of vulnerability, this vulnerability is inseparable from the side of invulnerability. Und wenn wir also mit der Praxis fortfahren, entwickeln wir eine Zuversicht, ein Vertrauen darauf, dass wir wissen, dass wir, obwohl wir natürlich ein Sitz von Verletzbarkeit sind, gleichzeitig auch in Kontakt mit dem Sitz der Unverletzbarkeit haben. And then we see that my body is communication. Und dann erkennen wir, dass unser Körper Kommunikation darstellt. It's not stasis. Keine Stasis, kein Not Stillstand darstellt. it's not a site of arrival, Es ist kein Punkt des Ankommens, but it's the site from which we can make a ceaseless flow of gestures of connectivity with other people. sondern er ist ein Sitz, aus dem wir einen unaufhörlichen Fluss von Gesten der Verbundenheit mit anderen Leuten entwickeln können. So, in this Buddhist language, they say that the unborn nature of the mind is the Dharmakaya. In buddhistischer Sprache heißt das, die ungeborene Natur des Geistes ist der Dharmakaya. The Dharmakaya is the mind of the Buddha. Und der Dharmakaya ist der Geist des Buddha. And you say the Dharmakaya is for yourself. Und das heißt, der Dharmakaya ist für dich selbst. And what manifests from this, the open dimension, the Buddha realm, this world we inhabit, the site of our clarity, and our movement within it, the Sambhogakaya and the Nirmanakaya, they are for the other. Und das, was sich daraus manifestiert, also sozusagen die offene Dimension der Buddha-Bereiche und dieser Welt, die Erscheinung sozusagen und der Sitz unserer Manifestation in diesem Platz, also der Sambhogakaya und der Nirmanakaya, dienen den anderen. Because in the Dharmakaya, in the peaceful openness of our mind, we have contentment, we have enough. Denn in diesem Dharmakaya, in dieser friedlichen Offenheit unseres Geistes ist Befriedigung. Wir haben genug. And when this is present with us all the time, life is okay. Und wenn das mit uns die ganze Zeit da ist, dann ist das Leben in Ordnung. And so then our being in the world is for the other. Sodass unser Dasein in der Welt für die anderen ist. And this reconfigures the ego from being a self-referential site to be preserved to being a site of engagement and connection. Und das rekonfiguriert das Ego von einem selbstbezüglichen Punkt, an dem es für sich selbst dient, zu einem Sitz von Verbindungsfähigkeit, von Verbindung. And this is very important in relation to mental health. Und das ist sehr wichtig in Bezug auch auf die mentale Gesundheit. Because having a sense of meaning and value in your existence is, a lot of research would indicate, that's a very good basis for mental health. Denn sozusagen ein Empfinden von Sinn und Wert zu haben in seinem Leben, und das zeigt viel Forschung an, ist eine sehr gute Basis dafür, mentale Gesundheit zu haben. So my life is already meaningful. Das heißt, mein Leben ist schon bedeutungsvoll. I don't have to make meaning. Ich muss keine Bedeutung herstellen, Because I'm here for the other. denn ich bin hier für die anderen. And this can manifest through our attention to nature, to people, to animals. All our senses are directed out. This is what we are for, connectivity. Denn ich bin bereits für die anderen da. Ich bin verfügbar für Leute, für Natur, für Tiere. Das kann sich unterschiedlich manifestieren, aber all unsere Sinne reichen nach außen und dienen der Konnektivität, der Verbindung. And what's amazing in this is that very little has to change, but everything changes. Und das ist sehr erstaunlich, dass so wenig sich eigentlich verändern muss und dabei sich so vieles verändert. By stopping ignoring the ground of our being, it's present because it's always been there. Indem wir den Grund unseres Seins aufhören zu ignorieren, ist dieser sofort gegenwärtig, weil er schon immer gegenwärtig war. And this brings an automatic settling of
the kind of neurotic and hysterical aroused energy of being a lonely, isolated ego. Und das bringt eine Befriedung diese etwas neurotischen, aufgebrachten Erregung, ein Ego zu sein. Isoliertes Ego zu sein. Richtig. Ja. Isoliertes. Ja. Ja. Mhm. Okay, blah Vielen blah Dank. blah. Danke. Time to eat. And then we meet again at 8 o'clock to do a little bit of sitting practice, and then we have free time after that. Jetzt ist Zeit zu essen und dann um 8 treffen wir uns nochmal um ein bisschen Sitzpraxis zu machen und dann ist freie Zeit. Okay, so we now have some time for sitting practice. Wir haben jetzt etwas Zeit für Praxis im Sitzen. And it might be helpful to practice alternating between focusing on the breath and then relaxing into the open space. Und es könnte hilfreich sein, abwechselnd mit dem Fokus auf den Atem und dann mit der Entspannung in den Raum hinein zu praktizieren. When we focus on the breath, we know in advance what we're going to focus on. Wenn wir uns auf den Atem fokussieren, dann wissen wir von vornherein, worauf wir uns fokussieren werden. When we relax and open, we're focusing on whatever occurs. Wenn wir aber entspannen und uns öffnen, dann fokussieren wir uns auf, was immer erscheint. So they're both practices where we don't want to be distracted into thought. Beides sind Praktiken, bei denen wir nicht der Ablenkung in Gedanken unterliegen wollen. But in the first, the breath gives a kind of anchor so that we don't drift away. Aber in der ersten gibt der Atem eine Art Anker, sodass wir nicht wegdriften. So we're coming back to some focus that we can consciously know. Und wir kommen immer zu einem Fokus zurück, den wir bewusst kennen können. And in the second, if we get lost or distracted, we bring ourselves back to the present moment and whatever is occurring. Im zweiten Fall, wenn wir verloren und abgelenkt sind, dann bringen wir uns zurück in den gegenwärtigen Moment und in das, was gerade erscheint. We could explore doing 10 minutes or so on one and then moving into the other and then back again and see how that feels. Wir können das für uns selbst erforschen, sozusagen, wie das ist, wenn wir zum Beispiel 10 Minuten lang von der einen Praxis machen, dann die andere und dann zurück zu der ersten zurückgehen und einfach gucken, wie es für uns funktioniert. And maybe start by focusing on the breath so it gives you a more precise sense of your attention. Und wir können damit anfangen, uns auf den Atem zu fokussieren, sodass es einen mehr präzisen ein präzises Empfinden für unsere Aufmerksamkeit gibt. Okay. Meditating, not meditating. Alles, was geschieht, ist befindlich schon in dieser Raumhaftigkeit und deswegen versuchen wir Differenzierung zwischen Tag und Nacht, meditieren und nicht meditieren zu vermeiden. Ja. Good evening. Schönen Abend. Nein.